Hallo, ich bin der Jörg. Und ich bin die Uli. Heute zeigen wir euch unser barockes Bürgerhaus. Kommt mit rein. Hier befinden wir uns in unserem ersten Flur. Das war eigentlich auch der erste Eindruck, den ich an dem Haus bekam. Wir sind hier reingekommen und das Haus war eine komplette Ruine. Es standen nicht nur die Zimmer nur auf Balken, wir hatten ja einen großen Wasserschaden. Und trotz allem hatte ich mich sofort in das Haus verliebt. Es hatte eine wunderschöne Ausstrahlung. Und es gibt ja so Gebäude, wo man sagt, nein, also da gehst du wieder raus. Aber das Gebäude hat eigentlich gesagt, bleib mal hier drinnen. Nun gehen wir in unsere erste Etage. Wir haben im Zuge der Sanierung natürlich die Treppe vorgefunden in einem furchtbaren Zustand. Und natürlich auch hier ist es wieder gelungen, von einem Abrisshaus diese schönen Treppenwagen zu bekommen. Und wir sind ganz stolz, dass wir sie hier anbauen können, weil es diese Zeit um 1750 schön widerspiegelt und dieses historische Bauelement hier eine zweite Verwendung findet. Wir kommen jetzt im Obergeschoss in unsere Küche rein. Das ist ein kleiner Raum im Inneren des Hauses, von dem wieder verschiedene Türen in verschiedene Zimmer abgehen. Eine von den besonderen Türen ist diese zum Wohnzimmer. Das ist eine Tür, die ist um 1700 gebaut. Vorneweg ist die natürlich nicht so schön gewesen, wie ich sie jetzt saniert habe. Hier sieht man schön diese Kanten, die man eigentlich kennt von einer Festung. Und das nennt man eine Bastionsfüllung. Wir haben 20 verschiedene Türen, keine ist wie die andere. Und wir könnten theoretisch mit verschlossenen Augen allein an dem Griff der Türklinke merken, welches Zimmer wir gerade betreten. Wir gehen jetzt in unser Alltagswohnzimmer. Das ist ein kleinerer Raum im Haus. Wir haben jetzt unser Wohnzimmer hier in einem grünlichen Ton gefasst. Das ist eigentlich auch eine Biedermeier Farbe. Die Bordüren oben an der Decke, die haben wir auch selbst gemacht. Ich schneide immer die Bordüren zu und mein Mann tupft sie dann an die Wand. Dass es so ein bisschen, also einen besonderen Schmuck auch im Zimmer gibt. Auch wenn gar keine Möbel da sind, sieht das erstmal schon sehr schön aus. Wir haben jetzt letzten Endes so einen Mix aus verschiedenen Möbeln im Zimmer. Mal eine schöne Barockkommode, mal aber auch eine Jugendstiluhr. Man muss es nicht immer alles so festlegen, man kann das auch schön miteinander verbinden. Ja, und wichtig für uns ist natürlich die Funktionalität. Und viele fragen immer, Mensch, guckt ja kein Fernsehen? Natürlich haben wir einen Fernseher, jetzt zeigen wir euch, wo der steckt. Der steckt nämlich hier im Schrank und wenn wir beide Türen aufschauen, ist es wie in einem Kinosaal. Dann können wir natürlich auch fernschauen. Und Funktionalität und historische Möbel schließen sich einander nicht aus. Wir gehen jetzt auf unseren Laubengang. Das ist ein wirklich besonderer Bereich, den das Haus hier uns schenkt. Die Laubengänge waren eigentlich in Rudolstadt sehr verbreitet. Ganz viele Häuser hatten die ursprünglich mal. Die sind aber im Laufe der Zeit entweder überbaut worden oder zugebaut worden oder ganz abgerissen. Auch unser Laubengang war hier komplett verglast. Das war eigentlich mal ein Wohnraum und wir haben diese Verglasung wieder entfernt und haben diesen schönen offenen Raum dadurch erhalten. Die Laubengänge waren früher schon auch dazu da, um Dinge trocknen zu können, aber auch im Trocknen draußen sitzen zu können. Wir haben unseren Lieblingsplatz. Also wenn es draußen schlechtes Wetter ist oder zu warm ist, sitzen wir dann hier beim Kaffee oder mit lieben Gästen. Und wir fühlen uns eigentlich hier draußen sehr wohl, sodass wir das Wohnzimmer im Haupthaus eigentlich kaum benutzen. Es stellt sich ja immer die Frage, wie finanziert man die Sanierung von so einem Haus? Wir wollten tatsächlich keine Schulden machen und haben uns dafür aber einfach mehr Zeit gelassen. Und wir hatten hier in der ersten Etage schon 2 Zimmer fertig saniert.
Das Bad war noch ohne Fliesen, aber wir konnten zumindest erst mal alles benutzen und hier wohnen. Das hat dann am Ende 12 Jahre gedauert, bis wir hier durch alle Etagen durch waren. Aber wir haben es ohne Finanzierung geschafft und es ist wirklich an allen Stellen so gewachsen, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Das besonderen Stolz können wir eigentlich sagen, dass das Gebäude dann nach der Fertigstellung der Sanierung zum Einzeldenkmal erklärt wurde. Und das ist natürlich besonders schön, weil uns die Denkmalpflege sehr am Herzen liegt und wir auch ganz viel versucht haben, mit historischen Baumaterialien zu arbeiten und dadurch natürlich auch wahnsinnig viel Geld gespart haben. Weil es ist ja doch relativ leichter, wenn man bisschen geschickt agiert, sich historische Baumaterialien zu besorgen aus Rückbaubaustellen und das dann wieder verbaut. Hier möchte ich euch noch eine besondere Tür zeigen. Das ist ein klassischer Containerfund und natürlich hat die mich sofort angelacht. Ich habe sofort gesehen, das ist eine barocke Tür, die ca. 300 Jahre alt ist und im Tausch gegen ein Sixpack Bier hat der Bauarbeiter mir die aus dem Container gereicht und ich bin ganz stolz von dann gezogen und heute sind wir natürlich ganz stolz, dass wir diese Tür in unserem Laubengang verbauen konnten. Und jetzt gehen wir zusammen in die zweite Etage. Das hier ist jetzt unser größtes Zimmer im Haus und das ist auch das letzte große Projekt, was wir hier in Angriff genommen haben, um uns die Räume schön zu gestalten. Der Raum ist so groß, weil wir hier eine Zwischenwand rausgenommen haben, die eigentlich 2 Zimmer getrennt hat. Wir haben uns dann dazu entschlossen, das Ganze im Stil um 1800 oder kurz danach auszugestalten. Schön ist, dass sich hier oben der Holzfußboden aus der Erbauungszeit erhalten hat. Das hat viel Arbeit gemacht, den so schön aufzubereiten und zu schleifen. Aber wir empfinden das immer noch als Genuss, über so einen schönen Boden zu laufen. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, dass es im Haus sehr viele Uhren gibt. Schon seit meiner Kindheit interessiert mich historische Technik. Und wir haben so ca. 20 Uhren im Haus. Wenn der Enkel zu Besuch ist, möchte er gerne hier sitzen und allen zum Trotz möchte er klassische Musik hören. Auch in dem Zimmer möchten wir euch gerne unsere Tür zeigen. Auch die stammt vom Recyclinghof und hatte ursprünglich keine Farbfassung. Wir haben das Motiv für die Tür aus dem Stadtschloss in Arnstadt stibitzt per Foto. Haben das Foto vergrößert und auf eine Folie aufgetragen, die Konturen dann vorsichtig ausgeschnitten mit einem Cutter und dann konnte man die Folie auflegen. Und dann kam Jörg ins Spiel. Und ich habe dann diese Schablonierung mit eines Schablonierpinsels aufgebracht und nachdem wir fertig waren, habe ich dann mit einer weißen Farbe überall die kleinen Elemente erhöht, um es plastisch darzustellen. Und die Zeit um 1800 ist hier schön zu sehen und reiht sich schön in dieses Ambiente des Zimmers ein. Jetzt nehmen wir euch mit in den Ostflügel durch die Küche. Und hier hinten beginnt mein Reich. Ich bin hier in Rudolstadt in einer alten Villa aufgewachsen, die noch original möbliert war und habe aus der Villa ein Zimmer geerbt. Dieses Zimmer, die Möbel hier. Um dem kleinen Raum hier eine schöne Struktur und eine schöne Farbgestaltung zu geben, haben wir uns natürlich an den Bezügen von den Polstermöbeln orientiert. Man sieht hier im Hintergrund, wir haben diese zarten Grautöne aufgegriffen und haben eine Lamprey ringsrum gemalt. Die Vorlage war wieder unser barockes Treppengeländer. Und mit ein bisschen Glück und Zufall haben wir auch den Stoff für die Übergardinen bekommen. Die habe ich dann selbst geschneidert. Und so fügt sich das alles schön zusammen. Wir haben über
die Jahre herausgefunden, dass das hier der wunderbar kühlste Raum im ganzen Haus ist. Und deswegen haben wir jetzt hier unten unser Sommerschlafzimmer eingerichtet. Unsere gemeinsame Leidenschaft hat im Sperrmüllcontainer begonnen. Wir haben beide als Kinder dort mit großer Begeisterung gespielt und uns schon die ersten antiken Dinge mit nach Hause genommen. Oftmals zum Ärgernis der Mutter, aber die Leidenschaft ist geblieben und wir freuen uns immer über die Sachen jeden Tag. Der Straßenzug hier, der bestand ursprünglich mal aus Scheunen, die sozusagen die Hinterhäuser zur Marktstraße vorne gebildet haben. Und im 18. Jahrhundert sind die Häuser nach und nach umgebaut und umgenutzt worden zu Wohnhäusern. Und unser Haus hier ist ungefähr seit 1758 richtig bewohnt. Jetzt nehmen wir euch mit nach draußen. Für unsere Region hier sind Schieferplatten als Fußbodenplatten sehr üblich. Wir haben die Platten eigentlich im Hausflur gefunden. Da war es jetzt für uns nicht ganz so schön, sie zu belassen. Wir haben sie aber hier in den Innenhofbereich verlegt. Hier sind sie total praktisch und haben wieder ihre volle Schönheit. Wir befinden uns ja mitten im historischen Haus, was zwei Seiten hat. Das Vorderhaus diente zum Wohnen, das Hinterhaus war zum Wirtschaften. Und jetzt zeige ich euch den Schweinestall. Heute dient er für kreative Stunden mir als Werkstatt. Dies ist der Raum des ehemaligen Waschhauses. Und der wird heute genutzt für kleine Feiern. Mit Freunden sitzen wir gerne. Wir können hier ein kleines Öfchen warm machen. Und im Sommer ist es hier besonders kühl und wir fühlen uns immer sehr wohl hier. Nun sind wir am Ende unserer Rumtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einige Ideen mit nach Hause nehmen. Vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, unsere historische Altstadt Rudolstadt mal zu besuchen. Und wenn ihr mehr Videos schauen wollt, könnt ihr hier klicken. Wir sagen für heute Tschüss. Tschüss.